So, hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Stream-Projekt hier auf GraumenGaming, und zwar Banishers, Ghost of New Eden. Da freue ich mich schon eine ganze Weile drauf, denn das ist das neue Spiel von Dontnod, ihres Zeichens die Life is Strange, Remember Me, Vampyr und so weiter Macher. Und ich freue mich deshalb darauf, weil wo mich Life is Strange leider sehr, sehr verloren hat, nach Staffel 1 basically, kann man sagen, dass ich Vampyr oder Vampyr, ich spreche immer Vampyr aus wegen des Ys, dass ich Vampyr sehr, sehr gut fand. Also klar, man hat die Budgetlimitationen gemerkt, aber es war ein sehr, sehr cooler Ansatz, ein sehr, sehr cooles Game, hat mir gut gefallen. Und ich finde die Prämisse von Banishers halt sehr, sehr spannend, dass wir in einem alternativen Amerika sind, also mit auch Fantasiewesen und so weiter und so fort. Und wir sind halt Banishers, die dafür da sind, die Toten ins Totenreich zu schicken, wenn sie keinen Bock haben zu gehen, basically. Problem ist, unsere Frau hat es entweder schon erwischt oder wird es am Anfang des Spiels erwischen. Das ist die ganze Prämisse des Spiels. Und wir können jetzt entscheiden, ob wir sie zurückbringen wollen ins Reich der Lebenden und dafür aber unseren Eid als Banisher verraten müssen, oder ob wir halt sagen, nein, sie muss leider gebanished werden, unsere Frau, und wir gefährden dafür die Welt nicht. Das Einzige, was ich mich halt frage, ist, ich hoffe, sie schaffen das da genug Grautöne reinzubringen, weil es klingt jetzt halt erstmal nach einer sehr simplistischen Schwarz-Weiß-Sache. Ne? Du entscheidest entweder, nein, ich opfere die Menschheit und rette meine Frau, oder andersrum. Und ich hoffe halt, dass sie mir genug Möglichkeiten geben, dass man wirklich drüber nachdenkt. Hallo Raihan, wir gefährden die Welt, sagt er. Schauen wir mal, ob wir das tun. Und ja, ich muss auch gucken, ich weiß offen gesagt nicht. Das ist so ein Spiel, da habe ich mir ein bisschen was von angeguckt und dann entschieden, dass ich spielen möchte. Und habe dann nicht viel mehr angeschaut. Deswegen weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob die Entscheidungen Zeitlimits haben. Also ich weiß de facto nicht, ob ich euch mitentscheiden lassen kann oder nicht. Das werden wir sehen. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Ich erwarte jetzt keineswegs ein perfektes Spiel. Aber ein gutes. Ich hatte ein bisschen Angst, weil die keine Reviews rausgegeben haben bis gestern. Aber die Reviews sind auch durchaus relativ positiv ausgefallen. Von dem, was ich gesehen habe. Von daher schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und ja, wir gehen auf neues Spiel. So. Okay, also sehr schwierig mache ich nicht. Da habe ich offen gesagt keine Lust drauf. Ihr dürft entscheiden, ob wir auf normal oder auf schwer spielen. Ich glaube halt, dass es vom Kampfsystem her nicht so krass wird. Also Vampyrs Kampfsystem war gut, aber jetzt nicht der Hammer. Okay, der Schwierigkeitsgrad wirkt sich auf den Gegnerschaden, die Gegnerlebenspunkte, die Anzahl der Sud-Ladungen, die nach einer Begegnung wiederhergestellt werden, und das Timing bei Erkundungsglitzern aus. Normal. Okay, dann machen wir normal. Ein ausgewogenes Spielerlebnis von Geschichte und Kämpfen. So. Wir können es zur Not ja auch ändern, falls es zu leicht sein sollte. Ich glaube, Vampyr hatte gar keinen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, Vampyr... Aber dann würde ich... Oder machen wir schwer und sagen, runterschalten kann man im Zweifel ja immer noch. Wie wollen wir es angehen? Also ich glaube, es ist immer die leichtere, machen wir schwer. Ich glaube, es ist immer die leichtere Variante zu sagen, wir gucken mal, wie es auf schwer ist, wenn es zu hart ist, schaltet mal runter, als dass man sagt, ey, es ist auf normal ein bisschen zu leicht, wir stellen jetzt hoch. Weil ich glaube, dann kann es auch schnell wieder überfordernd sein. Wir gucken einfach mal. Ja, und Vampyr hatte mich an einem Punkt, wirklich, ich wollte ja den lupenreinen Vorzeigevampir spielen. Und irgendwann bin ich an so einen Roadblock gestoßen, dass ich wirklich zum bösen Vampir werden musste, weil die einfach viel mächtiger sind und ich ansonsten nicht weitergekommen wäre. Na, gucken wir mal, wie es hier so laufen wird. So. Ich bin gespannt. Wie geht's dir, Raihan?
Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Hallo Rantankan. Wie geht's, wie steht's? So, wenn wir die Cam hinpacken, gucken wir gleich noch. Ist der Sound soweit in Ordnung? Kann man ja schon mal fragen. Von dem, was man hört. Wenn irgendwas zu laut, zu leise sein sollte, einfach Feedback geben. So, unsere Frau scheint noch zu leben, zu Beginn des Spiels. Clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Zacken leiser könnte es. Okay, machen wir gleich. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Tippitoppi, das interessiert mich jetzt aber auch. Die Priests sehen ja wirklich toll aus. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, ich erwarte mir jetzt kein Top-Notch All-Timer-Game, aber ein sehr gutes. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Ein Scottish Man. Ah, nicht so als sie. Okay, warte, dann drehen wir mal das Game einen Ticken leiser. Machen wir mal 85 maybe.
Okay, ja. So, holen wir mal 85 aus. Und wie geht's dir? Ja, okay. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. Bisschen Magenschmerzen schon den ganzen Tag. Ich hoffe, dass mich jetzt nicht doch im Nachhinein noch das Magen-Darm-Mistzeug But it's not a bad idea. Erwischt, aber ja. Sonst gut. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Okay. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ich vermute, da wird nicht mehr wirklich was leben. An unserem Ankunftspunkt. Zumindest nicht so, wie es leben sollte. Oh, was haben wir hier? I think we can get through here. Ried und Wiesenkerkel. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Komm ja schon. Ja, jetzt kann man überspringen. Kann man auch pausieren? Ja. Watch out! Ja, das geht ja gut los. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. I can break my way through here. Sehr gut. Auch wieder gelb angemalt. Damit man es auch erkennt. Da muss ich sagen, ich sag mal so, ich finde das mit dem Gelb anmalen ja auch stellenweise ein bisschen albern. Verstehe aber, warum sie es machen, damit man halt auf einen Blick sieht, was interactable ist. Aber dass jetzt zum Beispiel beim Final Fantasy VII Rebirth sich ernsthaft Leute drüber aufregen, dass da Klettermöglichkeiten gelb angemalt sind, da bin ich so, ja, mein Gott. Also, ne, die andere Alternative ist halt wirklich, und es wird ja auch oft gerade genannt als Gegenbeispiel, die andere Alternative ist halt wirklich wie bei den neueren Zeldas, alles interactable zu machen, aber das funktioniert eben nicht mit jedem Game. Zum Beispiel mit einem story-driven, fokussierten Game funktioniert das halt nicht. Aber ob sie eine so gute Lehrerin ist, wenn sie sich auf ihren Schüler einlässt, ach, die kann das trennen. Behaupte ich. Die kann das trennen. Außerdem sind es ja auch hier beides schon erwachsene Leute. Okay, R1 für leichte Angriffe und R2 für schwere Angriffe. So weit, so gut. Kann man die aufladen? Ja, kann man. Aha. Sehr gut. Kreis ist ausweichen. Das gefällt mir schon mal. Gibt's Backsteps? Nein, scheinbar nicht. Okay. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Da kann man jedes zweite Game canceln, wenn es um den Kantenmaler geht. Ja, also jetzt nicht canceln, aber es wird jetzt halt so, oh, das Virus hat Final Fantasy befallen. Ich so, ja, mein Gott, also es gibt Schlimmeres. Wirklich. Das liegt ja hauptsächlich an den blöden Amis, die nichts finden in Welten. Die Japaner hingegen hassen das wirklich auf den Tod. Ja, wobei ich finde, es gibt halt eben auch Sachen, da ist es halt nun mal nicht so eindeutig. Also wenn nicht alles
erkletterbar ist und so, dann gibt es halt Sachen, wo ich denke, ja, eine gewisse Zielführung ist ganz gut. Ich fand eigentlich die Methode, wie sie es bei dem neuen Horizon gemacht haben, dass du das über einen Scan siehst, wo du klettern kannst und wo nicht, ganz gut. Da war nur das Problem, dass es halt sau unlogisch war, wo du klettern konntest und wo nicht. Das Virus war schon in FF1 7 Remake 1. Ich glaube nicht. Kann ich mich zumindest nicht erinnern. Aber es muss nichts heißen. Wo ich es zum Beispiel albern fand, war, dass sie bei den neueren Resis angefangen haben, ich glaube im Resi 4 Remake erst, ne, dass sie die Kisten gelb angesprüht haben, damit man reilt, dass man die Kisten zerstören kann. Das ist halt, wo ich denke, ja okay Leute, also, come on. So, lieber Cousin, diese Farce, die sich New Eden Town nennt, hat lange genug gedauert. Du hast alles versucht, um dort etwas für dich aufzubauen, aber wenn die Geschehnisse aus deinen Briefen wahr sind, dann bei Gott packe deine Sachen, verlasse mit deiner Frau und deinen geliebten Kindern diesen gottlosen Ort. Komm nach Providence und leb bei uns. Hier kannst du das Land bearbeiten, ihr könnt bei Simone und mir wohnen, bis ihr eine eigene Wohnung gefunden habt. Bitte, ich flehe dich an, komm zu uns. Wir sind eine Familie und die Kinder sind hier sicher. John James, Providence, 8. September 1694. Ach ja, jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte ja gucken. Nein, ich habe ihn krank genommen. Verdammt. Okay, ich glaube, die Kamera ist aber ja entweder da oben links ganz gut oder oben rechts. Oben links ist halt noch das Ziel. Packen wir mal so nach oben rechts, oder? Würde ich sagen. Jetzt habe ich einen Trank genommen, weil ich so gewöhnt bin, mit Viereck anzugreifen. In letzter Zeit. Machen wir also mal nach oben rechts. Da fühlt sie sich am wohlsten. So. Möchte übrigens anmerken, wieder großartig. Auf dem Smartphone habe ich einen Zuschauer, auf dem Desktop habe ich 6 Zuschauer. Das erscheint mir sehr logisch. Ach ja. So. Es gibt in FF Verstecke, die sind einfach im Boden, unmarkiert irgendwo. Irgendwo Japaner finden das. Ja, wie gesagt, das ist ja dann auch nochmal. Das muss zum Beispiel auch, finde ich, gar nicht jetzt zwingend sein. Ist das jetzt gespeichert? Ja. So extrem muss es gar nicht sein. Aber. Oder halt optional, ne, dass es optional diese Momente gibt. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Trank genommen, obwohl ich ihn nicht brauchte. Das war natürlich ein bisschen dumm. Das ist das Problem, wenn man mehrere Action-RPGs durcheinander spielt. Was haben wir hier? Lila. Dann drückt man die falschen Knöpfe. Aber gut, da das hier basically die Souls-Steuerung ist, werde ich, glaube ich, relativ schnell wieder reinkommen. Kann ich blocken? Ich kann blocken. Oh, du machst das schon. Behind you. Bäm, weggefritzelt. Also es ist, finde ich, immer so, dass die beste Variante ist, leicht zugänglich zu machen mit optional coolen Verstecken und so. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. So, ist der Sound jetzt eigentlich in Ordnung? Verbannung. Die Verbannungsanzeige wird durch Angriffe mit deinen Waffen aufgefüllt. Wenn die Verbannungsanzeige voll ist, drücke X, um dein Ziel zu verbannen. Time to leave for good. Gebanished. Spektralstaub, nochmal Spektralstaub. Sound passt. Nee, das war nur ein krasses Beispiel. Natürlich sehen die Entwickler das dann auch, wenn nur Promilleanteil Spieler solche Verstecke finden. Ja, aber wie gesagt, wenn man es reinbaut an sich, finde ich cool. Gibt ja auch solche Baldur's Gate 3, haben sie auch gesagt. Es gibt Sachen, die haben in der gesamten Early Access Phase wie 0,25% der Spieler gefunden oder so. Auch wenn diese Worte mit der Zeit verloren gehen könnten, muss ich sie niederschreiben. Das Datum, ich weiß es nicht. Nur, dass der Monat Juni des Jahres 1995 ist. 1695. Ich hielt Providence für sicherer und hoffte endlich die Kinder wiederzusehen. Ich sehne mich nach den goldenen Weizenfeldern voller Kinderlachen.
Nun ist ihre Mutter tot und ich werde ihr bald folgen. Etwas Heimtückisches streift durch die Straßen. Schreckliche Geister ergriffen uns. New Eden ist verflucht. Flieht, wenn ihr das lest. Niemals! These people left Mead in town just a few days ago. What exactly is going on here? Okay, aufgeladene Angriffe für den Verband ist sehr schnell auf. Oh, ein Alpha-Wanderer. Au! Okay, mit den Movesets muss ich noch ein bisschen zurechtkommen. Enough. Der Gegner. Ich möchte keinen Sud verwenden, ich habe schon einen verwendet, aus Versehen. Alles durchgucken. So. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Not a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Boston, Fort Jericho, Harris Hamlet. Okay. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. Na, gehen wir erstmal zum... Obwohl, warte mal. Wenn man jetzt hier schon sich umgucken kann, dann wollen wir natürlich mal kurz schauen. Gleich mal erkunden, wie viel man hier so zu finden hat. Okay, man kann nur über gewisse Dinge rüberspringen, fällt auf jeden Fall schon mal auf. Who the hell burns their own crops? They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Susanna, vor Tagen haben wir zuletzt etwas gegessen. Die Stadt leert sich jeden Tag mehr. Die Leute riskieren lieber die Kälte, als zu bleiben. Laut dem Minister ist Hilfe unterwegs, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Oder wie viel Zeit noch bleibt, bis die nächste Krankheit uns alle dahin rafft. Ich vertraue diesem Brief meinen Nachbarn an, in der Hoffnung, dass er dich erreicht. Wenn sich nichts ändert, werde ich selbst versuchen, den Wald zu durchqueren. Ich höre, dass sich die Leute zu Gruppen zusammenschließen, um die Wildnis sicher zu durchqueren. Möge uns Gott helfen, Sarah. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Aha, Loot. Ein Zunderpilz. Habe auch gar nicht nachgeguckt, wie lang das Spiel etwa sein soll. Würde mal schätzen, wahrscheinlich so irgendwas zwischen 12 und 15, ne? Wäre so eine gute Länge für so ein Story-driven Game. Meiner Meinung nach, aber wir gucken einfach mal. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Du hast den Ort eines aktuellen Ziels erreicht. Oh, A pretty word for a set of shackles. okay. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Okay, also die normalen Gespräche sind schon mal auf Zeit. Dann befürchte ich, die Story-Entscheidungen werden auch auf Zeit sein.
Da läuft wer. Das Inn ist in diese Richtung. Erstmal da. Guten Tag. Sie dort. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McGrath. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Wo sind die Kinder? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. Zweifle ich jetzt irgendwie schon an. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Okay. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Oh, echt? Storyline 20 bis 25 Stunden mit Nebenzeug 25 bis 30. Oh, da bin ich gespannt, ob sie das halten können. Das Werk des Teufels. Die Stadt ist voller Sünder. Zur Hölle mit den Anbetern des Bösen, die des Teufels Werk tun. Wir hätten sie alle wegschicken sollen. Gott wacht über uns und wir leben ohne Zwang mit verräterischen Lügnern. Mich werden diese singenden Dämonen nicht erwischen, aber die Schwächeren konnten sie verderben. Mögen Eifer und Gebet unsere Seelen in diesen schweren Zeiten segnen. Whatever's going on here, I suspect it to be a little worse than the devil's work. Must be. Letting a Scots Catholic walk about unchallenged. Obwohl, ich glaube, Vampyr war auch tatsächlich so 20 oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Der Stadtteil ist auf Beschluss des Gouverneurs geschlossen. Ja, warum zweifle ich an, dass sie die Kinder nur weggeschickt haben? Ich habe da massive Zweifel. Great. Doomsday has come. Doomsday has come. Also atmosphärisch finde ich es schon mal ziemlich gut, muss ich sagen. I must take a moment by myself. Excuse. There's the inn. Okay. Kurz umschauen. Noch was draußen sehen. Da können wir nicht rein. Da auch nicht. Was haben wir hier? Friedhof geschlossen auf Anordnung des Gouverneurs! Der Weg zum Gemeindezentrum ist geschlossen. Beschluss des Gouverneurs! Ausgangssperre. Nach Sonnenuntergang bleibt zu Hause. Keine Unfrieden, kein Aufruhr. Gouverneur F. Haskell. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Okay. Alles geschlossen. Hier liegt was rum. Das nehmen wir mit. Wird bestimmt noch relevant werden. Dieser Gouverneur, der schließt einfach alles, dieser freche Sack. Tja, so sind sie, die Gouverneure. So, gibt es hier noch irgendwas? Okay, erstmal scheint alles zu sein. Hier noch mal kurz. Aha, guck mal. Können wir noch ein bisschen was räubern? Ich meine, Ressourcen für die Befreiung der Stadt sammeln. Natürlich.
So, hier noch irgendwas. Verackert wer, fleißig, fleißig. Hier sind die Docks. Wahrscheinlich müssen wir eh gleich noch hier durchlaufen, aber ich hab's immer lieber schon mal parat. Warnung, die Docks sind wegen Sabotagefeuer geschlossen. Der gesamte Handel nach Boston, Marblehead, Salem und so weiter ist eingestellt, bis der Saboteur gefasst ist. Alles geschlossen hier. Dann gleich das Material wegnehmen, damit er nicht noch was sabotieren kann. Hier. 8 realen Stück. Wie komme ich da rein? Ja. Da unten sehe ich jetzt nichts. New Eden Town Harbor Dockage. Okay, das ist einfach nur, wann was eingegangen ist. Ah ja, okay, also man sieht, es war reger Handel und dann wurde es im Juli weniger, im August noch weniger, September, Oktober gar kein Handel mehr. Also ist auch nicht erst seit kurzem so der Zustand. Not in this cold. Something must have given a helping hand. Also es ist nicht erst seit kurzem so, dass es hier ziemlich am Arsch ist. Warte mal, Test. Ja, okay. So, jetzt hier noch. Oder geht's hier lang? Ne, ist zu, ne? Ja, okay. Ja, ich sehe keine Möglichkeit hinzukommen, aber es ist wie es ist. So, okay, dann mal zum Innen. Oh, warte. Versteckt sich hier was? Nein. Versteckt sich nichts. Okay, Lade. Auf geht's zum Gasthaus. Das sollte dann das da sein. Da brennen nämlich die Lichter. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Dead. Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Ist die Bedrohung. We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living.
The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Das Spiel hat was, ja, finde ich auch. Also wie gesagt, ich habe es gesehen, das erste Mal, und war sofort so, jo, will ich spielen. Obwohl ich gar nicht viel darüber wusste. Was ist eurer Meinung nach passiert? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Ja gut, aber wenn wir Freunde waren, dann macht es ja Sinn, wenn wir unsere Condolences aussprechen. Warum ist die Stadt so leer? Das ist eigentlich eine relativ dumme Frage, glaube ich, aber trotzdem. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Wohin sind sie gegangen? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. Ja, klingt sehr gesund. Not. I believe we must stand our ground. Ich finde auch das Voice Acting sehr, sehr überzeugend bisher tatsächlich. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. Nachvollziehbar. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me
They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock. As Charles and his Banishers lift the curse. Vielleicht holen wir uns einen Rat. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Über den Fluch. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Was hat Charles gewusst? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task, and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Ja, machen Our wir. contract stands. Kein Thema. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Okay. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Per Ankündigung in der letzten Bürgerversammlung schließe ich hiermit die Kings Arms Taverne und gebe den Stadträten den Schlüssel. Bis der Fluch gebannt und meine Rückkehr erfolgt ist, wird weder Bier verkauft noch getrunken. Die Lager und Schlafzimmer sind verschlossen. Gott segne euch, Charity Grugot. Damit hat sich Charity bestimmt nicht beliebt gemacht mit dieser Entscheidung. Loot. Und ich finde es halt sehr, sehr cool, dass man Antea auch spielt am Anfang. Und dass sie nicht halt gleich von Anfang an tot ist. Das, wie gesagt, das sage ich jetzt nicht als Spoiler, weil das war ist die komplette Prämisse des Spiels. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No, no. But as Charles would say... ja, weil das schafft halt Bindung zu ihr, sodass man dann eben auch mit ihr... Was denn? Diese Leute sind hilflos. These people have no idea what they're up against. I need some time to be with God. Na gut. So, also wir haben jetzt schon mal gelernt, Esther ist beim Doc. Oh, dann bin ich hier falsch. Achso, das ist die Main Quest. Schon gut, never mind. Weg da! Aus dem Weg! We should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. Antea, Red.
Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Du hast deinen ersten Hinweis freigeschaltet. Er enthält wichtige Informationen über Personen, mit der er verknüpft ist. Du kannst den Hinweis jederzeit über den Menü für Spukermittlungen aufrufen. Aha. Okay. Landung. Herausfinden, mit Charles Geist verwaltet. Untersuche das Arbeitszimmer, untersuche das Schlafzimmer. Und bei Esther haben wir einen von zwei irgendwas. Hochformat. Die trauernde Witwe Davenport, welcher Anblick des geistigen Mannes tief erschüttert. Ah, okay. Die einst fröhliche und gebildete gute Freundin von Antea und Red ist nun eine junge Witwe, die ohne Anker ziellos auf einem Meer der Trauer treibt. Tipp: Die trauernde Witwe Esther Davenport war durch den Anblick... Ach so, okay. Okay. Interesting.
Um zu verstehen, warum ein Geist im Nebenbereich verweilt, musst du Hinweise über den jeweiligen beteiligten Bewohner sammeln. Wenn du alle Hinweise aufgedeckt hast, wird die Intention des Bewohners offenbart. Du kannst deine Untersuchung abschließen. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Meine süße Esther, ich war am Ende, doch du hast mich gestützt. Du bist ein Engel des Himmels, der mir bei meiner dunklen Mission hilft. Du bist das Licht, das mich durch die Dunkelheit des Unsichtbaren führt. Daher tut es mir so leid, dich in dieses quälende Land gebracht zu haben. Hier in New Eden ist nicht so, wie es sollte, und das weißt du auch. Und mein Herz ist schwer, weil ich um dein Leben fürchte, wenn du bei mir bist. Hätten wir in diesem Land doch ein ruhiges Plätzchen für unsere Familie gefunden, aber ich fürchte einen Fluch und wir sollten besser gehen. Oder vielleicht nur du, während ich unser Zuhause verteidige. Denk darüber nach, denn der Gedanke ist unerträglich, dass die Dunkelheit dich mir wegnimmt. Auf ewig dein geliebter Charles. Meine geliebte Esther, wie sehr sehne ich mich danach, dich in meinen Armen zu halten. Die Ankündigung unserer Heirat war für mein Herz wie eine Köstlichkeit für meinen Gaumen, eine Süßigkeit, von der ich nicht genug bekommen kann. Endlich werden wir zusammen sein, für immer und ewig, bis zu dem Tag in vielen Jahren, an dem wir alt sind und der Tod uns schließlich scheidet. Nur der Tod kann die Liebe zwischen uns löschen. Und doch weiß ich, dass nicht einmal der Tod die zärtlichen Regungen meines Herzens zum Erliegen bringen kann. Alles soll für unsere Ehe perfekt sein. Ich werde dir jeden Tag schreiben, bis zum gesegneten Augenblick, in dem ich dir endlich jenseits aller Briefe persönlich sagen kann, was ich für dich empfinde. Du bist in meinen Gedanken, dein Geliebter auf ewig, Charles. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake? Of course. Na klar. 21. Februar. Meine liebe Esther, oh, wie sehr sehne ich mich nach Hause. Auch wenn diese Arbeit in den mystischen schottischen Highlands zweifelsohne aufregend ist, aber ich vermisse unser holdes Zuhause. Doch weiß ich, dass mich nur noch wenige Monate von deinen liebenden Armen trennen. Diese Erfahrung wird mein Wissen bereichern. All das tue ich, um dich vor den dunklen Welten zu schützen, die uns umgeben. Deine Liebe und dein Vertrauen treiben mich in diese geheimnisvollen Verstrickungen und bringen mich zu Höchstleistungen. All dies tue ich für dich, denn ich begreife meinen Platz auf dieser Erde, wenn ich den Stolz in deinen Augen sehe. Ich weiß, dass ich stärker sein kann, dass ich alles tun kann, solange du mich mit diesen dir eigenen Funkeln anblickst. Ich denke an dich, auf ewig dein Geliebter, Charles. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Okay, wir haben nichts anderes mehr. Wollte ich nur mal wissen, ob We'll nochmal keep ansprechen, looking was bringt. around, if that's all right. I'll be here if you need me. Neue schottische Melodie in G-Dur von Henry Purcell. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. November 94 von Elinor Combs. Mein liebster Charles, wie sehr freute ich mich über deine Worte. Es ist immer schön von dir zu hören und zu wissen, dass dir und deiner geliebten Esther gut geht. Ich habe mich mit unseren Brüdern in London in Verbindung gesetzt, aber leider konnten wir in unseren Archiven nichts finden, was deiner Beschreibung der Ereignisse aus New Eden entspricht. Wie dem auch sei, Seuchen und ewig währende Winter sind vielleicht zu allgegenwärtig, als dass wir die genaue Ursache herausfinden könnten. Eine bessere Antwort habe ich leider nicht. Ob es sich um Zauberei, das Vorhandensein eines Sekrets oder etwas ganz anderes handelt, können wir nicht sagen. Ich kann dich nur ermuntern, deine Forschung fortzusetzen, all deine Beobachtungen zu notieren. Unsere Bruderschaft, der St. Paul's Stole, ist in der neuen Welt so wenig präsent, dass jede neue Information sehr wertvoll sein wird. Pass bitte gut auf dich auf, mein Freund. Ein herzlicher Gruß, Elinor Combs. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me,
That was nice of him. Naja, Mr. Bachelor. Esther, etwas Essen und Bier für dich. Mein Beileid. Deine Nachbarn tragen dich in ihren Herzen. Eine Studie von H. Purcells Chancellor in G-Moll für Streicher von E. Davenport. Traurigkeit im Intervall oder eine Studie über die äonische Tonleiter von Heinrich Pietri. Ja, ja. So, warte mal, hier geht's wahrscheinlich raus, gehe ich von aus, ne? There's more to learn here. Ja. This is Charles's. It's like he never left. Okay, dann gehen wir mal hoch. Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. I thought we said we'd have dinner tomorrow. It's no trouble. Save your provisions, Esther. I'm all right, really. Rory McGrath isn't hungry. Truly, doomsday is upon us. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He was a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Wertvoller König aus einem Schachspiel, geschützt durch eine Glaskuppel. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these, to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Okay. Die Welt. So, da ist ein Quest-Item. Das gucken wir gleich an. Tod für die Toten von Balthasar Hans Friedhofer. Ein okkultes Buch. Charles Notizen. Auf dieser Seite des großen Teichs gibt es niemanden, der weiß, dass ich als Pastor nach New Eden kam, um im Auftrag der Bruderschaft von St. Paulus Stola die neue Welt zu erforschen. Und auf der anderen Seite wissen auch nur wenige davon, auf welch eigenartige Dinge ich hier schon gestoßen bin. Unzählige alte Geister treiben hier ihr Unwesen, doch sie sprechen nicht. Auch werde ich das Wort nie laut aussprechen, aber ich vermute, dass es auch Hexen hier gibt. Sollte ich hier auf eine treffen, würde ich nur zu gerne mehr über sie erfahren. Eine Echse. Theologisches Buch. Und... Okay. So, na denn, gucken wir mal, was ist das hier? Gekritzelte Bibelverse. Hiob 7, 13, 15. 13, wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammern erleichtern. 14, so erschreckst du mich mit Träumen und machst mir Grauen durch Gesichte. 15, dass meine Seele sich wünscht, erwürgt zu sein und mein Leib wünscht den Tod. Sie kommt in den Träumen zu mir. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Charles Notizen. Was ist all diesen Träumen gemeint? Sie sind die Verheißung eines jüngsten Gerichts oder ein kommender Albtraum. Visionen, Vorahnungen, steckt jemand dahinter? Wer ist das wahre Ziel und was hat diese Wut ausgelöst? Ich muss wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe mehr und das darf nicht von Dauer sein. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Das haben wir hier quasi. Charles sorgte sich, welchen Einfluss der bedrohliche Geist auf die Träume der Siedler hatte. Okay. Woher kommen die Albträume?
Ich erinnere mich an die Lehren meiner Meister, Gott sei ihrer Seele gnädig. Der kluge und fromme Mann wird zu den Wurzeln seiner Kunst, zu den Worten, ihrer Bedeutung und der Kraft, die in allem von ihnen verborgen ist, zurückkehren, wenn das gewöhnliche Wissen angesichts der Bedrohung durch das Unbekannte nicht ausreicht, um eine Situation zu verstehen. Albtraum hat nicht mit einem nächtlichen weiblichen Pferd zu tun. Mare stammt hier angelehnt an das französische Cauchemar und das deutsche Nachtmar aus dem Mittelniederländischen des 12. Jahrhunderts ab und bedeutet Geist oder Dämon. Ein Nachtmar ist kein kleines Ungeheuer, das ins Schlafzimmer schleicht, um die Träumenden zu ersticken, sondern einer der seltensten und mächtigsten Geister, dessen einziges Ziel es ist, einen heimtückischen und unversöhnlichen Zorn auf jede lebende Seele zu übertragen, die es erreichen kann. Es ist laut meinen Forschungen auch keinem Okkultisten gelungen, einen Nachtmar oder Albtraum zu vertreiben. Aber warum? Könnte ein Albtraum mehr sein als ein Geist? Ich fürchte ja. Ich erinnere mich an ein beunruhigendes Gedicht, das ich als junger Mann in London gelesen habe. Es handelte von den furchterregenden Fähigkeiten eines solchen Wesens, das angeblich in die Träume seiner Opfer eindringen, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung beeinflussen und sie dazu bringen kann, ihre schlimmsten Ängste zu ertragen. Es ist sogar in der Lage, Entfernungen zu kürzen oder die Zeit zu verändern. So wird ein quälender und personalisierter Albtraum geschaffen, dem seine Opfer nicht entkommen können. Was für ein angsteinflößendes Konzept. Ich bete mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu Gott, dass uns dies nicht ereilen wird. Wie könnten wir dann der Verzweiflung, dem Tod und dem Untergang entkommen? Ich brauche mehr Informationen, aber wo finde ich sie? Okay. Charles Danforths Brosche mit der Gravur eines typischen dreigliedrigen Schwertes. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, Leibesfrucht ist ein Geschenk. Psalm, blablabla. 3 Tropfen Lavendelöl im Kamillentee vor dem Schlafengehen. Wintergrün 3-mal täglich zwischen den Handflächen und hinter den Ohren reiben. Bei anhaltender Unruhe Zitronenmelissen nehmen. Okay. Got enough books, Charles? See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? You actually listened. I'd always let my mind wander. Ungesendeter Brief an Esthers Schwester. Meine liebste Schwester, Charles ist tot. Ich weiß nicht, wo rechts oder links ist oder welchen Tag wir heute haben. Oder wie lange es her ist, dass mein Charles uns verlassen hat. Meine Welt ist aus den Fugen geraten. Nichts ist so geschehen, wie es sollte. Ich konnte nicht zur Beerdigung, welch Schande. Ich ließ meinen liebenden Mann im Stich. Ich hatte nicht die Kraft, das Haus zu verlassen und dorthin zu gehen, wo Charles starb. Herr, sei uns gnädig und führe unsere Freunde zu uns, bevor es zu spät ist. Ohne den Schutz meines geliebten Mannes wird New Eden nicht mehr lange bestehen. Mir fehlen die Worte, aber ich dachte, dass du, die du ihn so sehr geliebt hast, von seinem Ableben erfahren solltest. In Liebe, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Okay. Esther Davenport hat sich nicht richtig von ihrem Mann verabschiedet und leidet nun darunter. Okay. Verstehe. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Okay. Gucken wir noch mal ganz kurz, ob wir mit ihr jetzt irgendwie noch eine neue Dialogoption haben darüber. Ich vermute nicht. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Schau mal, ja, guck doch. Wie erträgst du das alles? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles.
Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Okay, aber finde ich sehr cool, dass man tatsächlich neue Dialogoptionen bekommt. Habe ich jetzt offen gesagt nicht mit gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Hätte ich nicht mit gerechnet. So, ich mache mir nur mal ganz kurz ein paar Notizen. Denn deswegen steht ja das Review-Modus hier auch in der Beschreibung. Dauert nicht lange. Ich will mir nur kurz ein paar Notizen machen. So, das. So, nur mal ein paar erste Gedanken aufgeschrieben zum Game und damit geht's dann auch schon weiter. Bin mal im Lurk. Alles klar, Reihan. Alles klar. So. Dann gucken wir mal weiter. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be alright? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Okay, links haben wir eine Karte. Ah ja, okay. Da oben ist der Friedhof. Was haben wir hier? Oh, ein Laden. Können wir uns markieren. Ah ja. Das ist die Frage, wollen wir jetzt mit ihr schon was kaufen, wenn wir wissen, dass sie nicht lange verweilen wird? Ich wollte noch mal was gucken. Können wir jetzt schon zu dem gehen, der uns eingeladen hat? Oder ist das so das? Gut.
Was hat er gesagt? Die Straße runter. Ja gut, kann es halt mehrere dieser Gebäude sein. Hier ist er. Aha. So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Bist du ein Captain hier? Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me, I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Okay. I hear the curse brings bad dreams. Do you have nightmares, sir? My sleep is mind to mind, as is my humour when I wake. On both businesses, I suggest you occupy yourself with your own. Dann hilf halt nicht. I'll come back later. I'll be hilf halt nicht. Until I'm not. Gucken wir nur mal ganz kurz, was es im Laden denn so generell gibt. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course, I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed Ein Händler, der Sincere heißt, okay. So. Erstmal Tell me quatschen. about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Was ich brauche, sind Informationen. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure,
Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Das ist schon nett. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Okay, was haben wir denn hier? Also wir können Leder kaufen, Fell, Leinen und Wolle. Achso, okay, also hier können wir Rohstoffe kaufen. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt notwendig ist, ehrlich gesagt. Machen wir aber erstmal nicht, weil ich ja auch nicht weiß, was ich wofür brauche. Erscheint mir nicht so sinnvoll. Ah, aber guck mal, was man jetzt schon wieder sieht, ist, dass man wieder eine Beziehung zu den jeweiligen Charakteren hat. Hier. Okay. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Ah, eine Sache wollte ich mir noch aufschreiben. Ich habe es vorhin gesagt, aber nicht aufgeschrieben. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut, dass man sie so lange spielt am Anfang. Das ist nämlich gut, dass man das so macht. So. Weiter geht's. A wisp. So close to town. Okay, ja, Friedhof geschlossen. Where are you leading me? Was sollte man einem Irrlicht nicht eigentlich nicht folgen? Aha, Schuft. More of you? You do not belong here. Ah, okay. Doppelkreis rollt man. Oh! Warum kann ich nicht banishen? What? Okay, sehr gut. No. Cooler Death Screen. Warum konnte ich ihn nicht banishen? Ich war doch voll. Sowas wünschte ich immer, wenn sie einem das vielleicht gleich erklären würden und nicht erst, wenn... Okay, nochmal. More of you? Enough. Ah! Ich hänge am Grabstein fest. Das ist symbolisch. No one is safe here. Was war? Items einsammeln, falls es ein Zeitlimit hat. Most of these people died fighting.
Someone didn't want them here. Dolden Winterlieb. Ich ärgere mich gerade, dass ich den einen Trank aus Versehen schon genommen habe. Das ist halt ungünstig. Ja, hier geht's hoch. Oh, einfach absammeln. Einfach absammeln die Steine. Zack. Kann ich nicht rüber? Okay. Geistersicht. Als Verbanner kannst du Orte, Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe dieser Orte oder Objekte findest, leuchtet deine Bannringe orange auf. Siehe dich dort um die Quelle zu finden. Okay. I've seen more graves here than I've met settlers. Dann sind wir raus aus dem Areal. Okay, trotzdem erstmal hier. Aha. Das Game autosaved auch sehr regelmäßig. Das finde ich gut. Küstenkerzen. Many dead in more recent years. Okay, gucken wir mal, wo die Quelle ist von dem Geisteraura. Vermutlich hier. Okay, das gucken wir uns gleich an. Erstmal noch looten. Okay. Oh, hier war eine Menge Loot. Ich befürchte, beim ersten Bosskampf werden wir ohne Tränke dastehen. Das ist irgendwie so mein Gefühl. Hier nochmal schnell. Hier ist nichts. Da waren wir gerade. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Und hier ist zu. Okay. Na, dann gucken wir mal, was wir hier haben. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Okay. Verbanner können Rituale durchführen. Die Beschaffenheit des Ortes bestimmt, welches Ritual durchgeführt werden sollte. Die Durchführung eines Rituals verbraucht Ressourcen, selbst wenn du ein falsches Ritual wählst. Okay. Um die Erinnerung sichtbar zu machen, musst du ein Ritual des Horchens durchführen.
Okay. Dieses Ritual hilft, sich auf eine verblassene, aber hartnäckige Erinnerung einzustimmen, die von einem verweilenden Geist hinterlassen wurde. Und zwar durch Worte des Zwangs oder eine Schnitzerei. Okay. Zwungene Manifestation. Generell muss die Kette genutzt werden oder Kenntnis darüber bestehen, der Geist an das Lebensreich bindet. Ein solches Ritual kann durch zwingende Worte, okay, und Geißel beschwören. Unterstützt durch zwingende Worte eine Schnitzerei oder ein Zeichen des Sterbens Adler. Ich vermute da mal ein Echo enthüllen. What I picked up earlier should suffice. Das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Also es ist ja keine Geißel, gehe ich von aus. Hier haben wir ja nichts, also ich denke mal das, oder? In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Die Stimme kenne ich auf jeden Fall auch. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? Charles Bibel. Charles Bibel, die halb vergammen im Schlamm des Friedhofs gefunden wurde. Es wird bei Hiob 7, 13 bis 15 aufgeschlagen. Ja, okay, das hatten wir schon. Diese Kette wird mit der Essenz von Charles Geist übergossen. Bei einem von Antea durchgeführten Abschluss wird das Band zwischen den Geistern der Welt endgültig durchtrennt. Okay. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. These tombs are more lavish. Charles's should be around here somewhere. Ja. Charles Davenport. Ah. Here you are. So, dann das hier, ne? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Ja, wäre aber nett gewesen, wenn Red Your dazu geholt pupil hättest. has become the master. If we fight, I'll beat you.
Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Warum nicht auf unsere Hilfe warten? Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Kennt ihr die Ursprünge des Fluchs? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Was habt ihr im Fluch erfahren? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Okay. Sind Albträume nicht ein Mythos? I thought nightmares were a myth. Schon wieder Mythos. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Wie hat euch dieser Albtraum getötet? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man.
Wie äußert es sich seine Bösartigkeit? How does its malevolence Warum lese es eigentlich vor? Sie spricht es ja eh aus. It draws spectres to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. Aber es etablieren sie halt sehr schlau, was mit den Toten passiert. I'm the ne? Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. Okay, ich sehe hier sehr viel Potenzial, die Story sehr, sehr cool zu erzählen. You were a good man. Now you are a ghost. And I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Ja, ein bisschen foltern. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Ich finde es tatsächlich, also bis auf ein, zwei Sätze, wo ich es ein bisschen komisch geschrieben finde, finde ich es im Großen und Ganzen aber sehr, sehr stark geschrieben. Also ich meine jetzt schon zu ahnen, wo es storytechnisch hingeht, also weil das Antea stirbt, wissen wir ja. Und sie haben halt jetzt schon gut etabliert, dass Tote dann eben Gründe suchen, warum sie in der Welt verweilen müssen, aber dass sie dann immer mehr selbst zum Monster werden können.
Und ja, das bringt natürlich dann eine Würze rein, ne? Wenn wir eventuell den Weg gehen, dass wir versuchen, sie zu retten, aber dann als Red merken werden, immer mehr, dass sie immer mehr abdriftet. Also gefällt mir Stand jetzt sehr, sehr gut. Also Stand jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut. So, ich mache mal ganz kurz Pause. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Und ja, bin dann gleich wieder da. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Ja, also absolut tolle Stimmung. Und was ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, was wirklich wenig Games heutzutage haben, diese Tugend, das Spiel lässt sich Zeit. Seine Welt aufzubauen, sein Setting aufzubauen, die Charaktere einzuführen, die Regeln dieser Welt einzuführen und Atmosphäre aufzubauen. Das machen so wenig Spiele. Das war zum Beispiel was ich an Alan Wake 2 auch enorm geschätzt habe. Dass das im Prinzip, also ich glaube, bis du das erste Mal schießt, vergehen 1,5 Stunden in Alan Wake 2 und bis es so richtig losgeht, 3, kann man sagen. Und das ist überhaupt nichts Negatives, weil sie das alles nutzen, um Atmosphäre aufzubauen, Mysterien und so weiter. Und ja, das macht es natürlich nicht Speedrun-tauglich oder sowas, ja. Und ja, geht gegen aktuelle Gaming-Konventionen und ich liebe das, wenn Games sich Zeit nehmen, um aufzubauen. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Hier spricht auch noch eine tolle Idee dafür. Ja, definitiv. Also wie gesagt, das habe ich so richtig gemerkt bei unserer Jahresvorschau, als Banishers kam. Ich glaube, wir reden 1 Minute 30 drüber oder so, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht viel drüber, also bevor es jetzt rauskam, ich weiß gar nicht viel drüber. Ich weiß die Prämisse, ich weiß, dass es von Dontnod kommt und ich Vampyr echt gut fand. Und ich weiß, dass mich das sehr angesprochen hat, optisch. Ende. Mehr wusste ich nicht. Deswegen konnte ich gar nicht viel über das Game sagen, außer ich will es gern haben. Bisher? Mal sehen, Kampfsystem wirkt bisher noch ein bisschen... Mal gucken, was da noch so kommt. Aber ansonsten... ja, bin ich sehr, sehr positiv angetan bisher. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Nichts zum Untersuchen. Good night, my dear. Good night. Ja, und ich finde auch optisch, ne? Also du siehst natürlich, dass das hier nicht das Budget eines The Last of Us oder so hat, ja. Aber ich finde, die holen halt echt viel atmosphärisch raus aus so einem Double-A-Budget. Und es zeigt halt einmal mehr, dass für ein gutes Spiel du nicht zwingend die 200 Millionen da reinbuddern musst. Wie es ja teilweise mittlerweile der Fall ist. Oder 100 bis 200 Millionen.
Und verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut nicht gegen einen brachialen Blockbuster. Auch voll dabei. Aber ich werde eine gut erzählte Geschichte und ein Spiel, was genau weiß, was es will, jederzeit der Optik vorziehen. Und der Perfektion in Anführungszeichen. Okay, alles klar, Red. Und es zeigt sich halt bis heute, ne, wie viel eine klare Studioführung, eine klare Vision ausmacht, weil ich finde es halt so krass bis heute zu lesen, dass so, ne, Horizon Forbidden West 200 Millionen, Last of Us 2 210 Millionen und dann kommt Ghost of Tsushima, was halt, ja, in vielen Ebenen einfach genauso hochwertig aussieht, genauso hochwertig spielt, 60 Millionen. Einfach mal so im Falle von Last of Us einfach mal fast nur ein Viertel des Budgets und ja, ähnlich hochwertig gestaltet. Ist schon krass. Techniken der Verbanner. Wir sind als Verbanner keine spirituellen Anführer oder Inquisitoren, sondern vielmehr angeheuerte Geisterjäger, spezialisierte und sensible Handwerker. Wir trainieren hart dafür, dass wir die Lebenden mit Hilfe unserer Ritualen und unserem Wissen über Geister und Schemen schützen können. Wir sind keine Sekte. Bei uns gibt es weder eine Hierarchie noch ein festes Dogma. Der offensichtlichste Grund, warum er den Weg einschlägt, ein Verbanner zu werden, ist, dass er oder sie den Lebenden vor den Toten schützen will. Aus welchem Grund auch immer. Wir sind effizient, anpassungsfähig und vielseitig. Unsere Gemeinschaft ist spärlich und nomadisch, genau wie unsere Vorfahren es waren. Auf der Suche nach lebenden Opfern der Toten ziehen wir durchs Land und stellen Spukermittlungen an mit Techniken, die von Generationen von Meistern und Schülern erprobt und verfeinert wurden. Wir erlösen den Geist oder verbannen ihn. Dabei geben wir nur selten den Lebenden die Schuld. Im Gegensatz zu kümmerlichen Zauberern verschwenden wir unsere Zeit nicht mit der Herstellung von gezauberter Gewehre, deren Kolben, Lauf und Schaft mit Runen und anderen Machtsymbolen graviert sind, um Gespenster zu jagen und auf andere Weise zu vertreiben. Warum sollte man sich nur auf eine einzige Waffe verlassen? Lieber setzen wir unsere Bandpulver ein, die nach überlieferten Rezepten zubereitet werden. Unser Bandpulver. Unabhängig von der Munition kann so jede Feuerwaffe ein übernatürliches Ziel treffen und beschädigen. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. Bei der Auswahl von Mineralien und Pflanzen helfen uns unsere Kenntnisse in Alchemie und Botanik. Okay, es ist manchmal ein bisschen komisch übersetzt, ne? Bei der Auswahl von Mineralien und Pflanzen helfen uns unsere Kenntnisse in Alchemie und Botanik, helfen uns, okay, dass wir deren Eigenschaften bei unserer Arbeit nutzen können. Wir verschwenden weder unsere Zeit in Bibliotheken oder Schulzimmern noch mit den Zeichen, Schnitzen oder Gravieren komplexer Kreise der Macht. Der Zeitgewinn ist nur halb so hoch wie das, was wir an Macht oder Einfluss gewinnen, was dann uns und die Menschen um uns herum in unnötige Gefahr bringt. Stattdessen trägt ein kleiner Verbanner Stempel aus Holz, ein kluger Verbanner Stempel aus Holz oder Metall bei sich, mit denen er eine Tür, eine Wand oder einen Stein mit dem für das entsprechende Ritual vorliegenden Symbol kennzeichnen kann. Außerdem tragen wir Ringe mit diesen Symbolen an unseren Fingern, damit wir auf diese Weise stets eine Reihe mächtiger Runen zur Hand haben. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. So siegen und kämpfen wir, so schicken wir die schleichenden Toten dorthin zurück, wo sie hingehören. Aus Tod den Toten von Balthasar H. Friedhofer. Es ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, also ich verlese mich ja auch gerne mal, aber es ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich sagte, im Moment, der Satz ergibt nicht so richtig Sinn. Nicht wild, aber fällt schon auf. Okay. Red. Mach den Flip. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles?
Charles hätte dasselbe getan. Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Wir Verbanner sorgen für einen Abschluss. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. Okay. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. Das etablieren sie sehr clever. Schade, also ich meine klar, ne, sie mussten es halt bewerben. Und das ist halt die Prämisse des Games. Aber es ist halt schade, wenn man das jetzt nicht wüsste, worauf es hinausläuft, wäre es halt noch geiler, dass man dann damit konfrontiert wird. Und dann würde ich es wieder tun. Nein, ich würde alles für dich tun. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Ah, cool. Gefällt mir sehr gut. Das stimmt, ja, ne? Also wenn man das jetzt nicht wüsste und man jetzt in dem Glauben wäre, man wechselt einfach zwischen den Charakteren. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Esther macht keinen Schmuh. Nicht Esther, Antea. Macht keinen Schmuh. Who's there? Antea? Why would you go up there alone? Ja, ich hoffe, sie hat einen guten Grund. Also wenn sie jetzt einfach aus Dummheit stirbt, fände ich das nicht so cool. Saven nochmal, würde ich sagen. So. Open. Antea! Oh. Voll daneben geklappelt. You spectres have seen Antea, have you? Immer alles zerklöppeln. Kommen neue Schemen. Okay.
Ah, ich glaube, Javier und ich werden im Game keine Freunde mehr. Dafür finde ich die Angriffe der Gegner ein bisschen zu unklar lesbar, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Wir haben ja bisher noch nicht viel gekämpft, muss er sagen. Versuch dich mal vor einem kommenden Blockbuster nicht spoilern zu lassen. Von der letzten Generationsstaffel musste man Kopfhörer und Augenbind tragen, so schlimm. Ja, vor allem da ja dann auch noch geleakt wurde, ne? Also während der Season wurde ja dann auch noch geleakt, stellenweise schon in der 7. Ich meine, bei der 8. habe ich es geschafft, da hätte ich mir stellenweise gewünscht, ich wäre schon vorgewarnt gewesen, wie dumm das alles wird. Dann wäre das Leid vielleicht weniger toll ausgefallen. Aber ja. Ja, es ist immer so unterschiedlich. Es gibt viele Filme und Serien und Spiele, wo ich denke, ey, man hätte nicht so viel spoilern müssen, um das geil zu vermarkten. Aber es gibt halt auch so welche wie das Game hier. Ja, wenn du die Prämisse des Spiels halt nicht sagen kannst, dann ist es halt schwer, das an den Mann und die Frau zu bringen, ne? Ein Alpha-Wanderer. Konter! Jawohl! Kontert habe ich ihn nicht. Banischen! Okay. Mist, einmal getroffen worden. Aber ich bin geheilt. Wodurch weiß ich nicht, aber ich bin geheilt. Hits. Ein Saftling. Ach, sind wir gerade komplett noch in einem Traum? Kann es sein? Also entweder ist sie gerade besessen oder wir sind immer noch im Traum. Das kann natürlich sein. Ja, mal gucken. See how they run, see how they... Antea? Blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Ich finde das atmosphärisch gerade saustark. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid.
There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Antea! Ja, schlagen jetzt selber Antea, kann das sein? He will suffer like I do. You want to help? Betrayal! I believe you failed! Again! We are not your enemy. Oh nö! Au! Oh, ich hab, glaube ich, keinen Schaden gemacht. Ach, komm on! There's no need to fight. Okay. Ja, okay. Okay, alles klar. Also ich finde die Ausweichtimings, das ist schwer lesbar, finde ich gerade das Spiel, ehrlich gesagt. Werde ich, glaube ich, nicht im ersten Versuch schaffen. Bei den großen Angriffen geht's, ich finde vor allem die kleinen sind... Achso. Was hätte ich jetzt machen müssen? Achso. Where's Antea? If you laid a finger on her... You're what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting.
The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Week? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Wer hat euch geschickt? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. You should have let me die. What are you, a child? Are they teaching self-pity in Banisher school now? This nightmare, how it spoke, how it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He's trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is.
The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But recht. so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Tja. Das fand ich wirklich bockstark inszeniert. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Exorisen, ein Exorzismus. Von der altgriechischen Wurzel Alemon, ein Wanderer, zum lateinischen Exulu, ein Vertreiber, zum fränkischen Banyan, ein Vertreiber oder Verbanner. Der wandernde Vertreiber, der Verbanner. Im alten Griechenland gab es die Metragirten, ein Kult wandernder Bettelpriester, die von Ort zu Ort zogen, Lieder sangen und Trommeln schlugen, um so die Geister der Toten zu besänftigen oder freizusetzen oder zu vertreiben. Dies geschah zu Ehren des längst verstorbenen thrakischen Magiers Orpheus, dessen Liebe zu Eurydice oder Eurydike so stark war, dass er ihr durch das Land der Toten in den Abgrund folgte, ihre Freiheit gewann und ihr beinahe zurückbrachte. Mit dem Wachstum der Welt weitete sich auch das Wissen der Söhne und Töchter des Orpheus darin aus. Die neue Weisheit machte sich jedoch nicht alleine zu eigen. Sie lernten nicht und blieben für immer Bettelpriester. Diese Wanderer nutzten die verborgenen Gesetze des Universums, um die Tore zu öffnen und die Geister der Toten zu vertreiben. Dafür bedienten sie sich der gesehenen und gehörten Formen und Muster, die von der Antike bis zur Neuzeit reichten. Im Dienst an den Lebenden vernichteten sie die Toten. Aber sie wissen wenig und haben ihre Herkunft vergessen. Ihnen fehlt die Verbindung dazu, wie wir die Farben und Nuancen des Lichts und der Finsternis sehen, das Gute und das Böse in allem, in den Lebenden und in den Toten. Die Verbanner haben ihren Platz in der Ordnung der Dinge, so wie ein Hammer seine Berechtigung hat, wenn es darum geht, einen Nagel einzuschlagen. Aber dem Hammer sind Brett und Nagel egal, und er begreift nicht, dass beides aus demselben Holz und Eisen gemacht ist. Die Verbanner wissen nichts vom Saum, denn sie sind nicht wie wir und werden es vielleicht nie sein. Sie stehen nicht zwischen der Welt der Menschen und der ewigen Finsternis. Sie kümmern sich nicht um die Toten, damit die Lebenden leben können. Sie wissen es nicht, denn sie sind keine Hexen. Sie sind die Kinder des Orpheus und schauen nicht zurück. Aus den Briefen an Theano von Mutter Sifton. Okay. Wir gehen also quasi auf die griechische Mythologie zurück. Interesting. Interesting. Was ist das hier? Okay. Wahrscheinlich so eine Art Schutzband oder so. Ne? Also ich glaube, das Kampfsystem, ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann auf normal runtergehe. Das Kampfsystem überzeugt mich bisher nicht so wirklich. Vor allem die Tells der Gegner sind halt aus meiner Sicht sehr schlecht. Aber alles andere finde ich wirklich bockstark bisher. Also ich bin sehr
sehr positiv überzeugt. Könnte wieder so ein Geheimtipp wie Vampyr sein. Ja, und ich bin allein, also Life is Strange 1 liebe ich ja sowieso, aber ich bin allein dafür, bin ich sehr dankbar, dass Life is Strange dem Studio den Arsch gerettet hat, weil nach Remember Me waren die ja fast pleite. Standen ja kurz vorm Abgrund, obwohl es ein gutes Spiel war, von allem, was man so hört. Und ja, dass das ihnen jetzt wiederum ermöglicht, der Erfolg von Life is Strange sowas wie Vampyr und das hier zu machen, finde ich sehr, sehr cool. Und ich hoffe auch, dass sie damit Erfolg haben werden. Sie bringen es halt natürlich mal wieder in einer total busy Release-Zeit raus. Ne? Sollte ja eigentlich Ende letzten Jahres kommen, dann sind sie da weggegangen. Angeblich auch da schon, weil der Release-Kalender zu voll war. Und sind in einen Bereich reingegangen, wo der Release-Kalender quasi genauso voll ist. Damn it. What am I doing here? Ja, Februar ist echt nicht mehr voll. Ja, ja, nicht nur Februar, also wie gesagt, im März sind dann allein für mich, im März ist ja schon wieder so absurd, dass für mich am selben Tag zwei meiner Games, auf die ich mich am meisten freue, kommen. Mit Rise of the Ronin und Dragon's Dogma kommen einfach am selben Tag. Dann kommt einen Monat später schon Project Eve, Stellar Blade, so. So, also es ist wirklich, und dann entspannt es sich, Stand jetzt erstmal so ein bisschen, aber ich bin jetzt schon, wir sind Mitte Februar, ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich Games aktiv auslasse zu spielen, weil zu viel kommt. Was bei mir sowohl zeitlich als auch finanziell nicht drin ist. Also wirklich, wir sind an einem Punkt angekommen, wo alles zu spielen, worauf ich Bock hätte, definitiv nicht mehr möglich ist. God, fella, now's not the time. Hey. Bedrohungsanzeige. Die Bedrohungsanzeige weist auf Gegner, die außer Sichtweite sind, verschiedene Farben zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen an. Rot, Gegner, der dich im Nahkampf angreifen will. Orange, im Anflug befindliches Geschoss. Und grün, Geister in Leichnam übernehmen will. Geister in Leichnam übernehmen will. Spannend. So, jetzt testen wir mal. Kann ich lebende Sachen banishen? Ja, kann ich. Okay. Einfach direkt ins Totenreich weitergeschickt. What in the hell am I doing? Level 2 ist er. Ich darf es nicht aufrufen, das Menü. Ja, also kann man wirklich sagen, ob das jetzt der bessere Release-Monat für sie ist, als es im November gewesen wäre. Also wahrscheinlich schon. Ich glaube, Ende letzten Jahres war halt noch mal krasser. Wahrscheinlich. Und halt, es wäre halt noch mehr von den ganzen Games, die schon draußen waren, überschattet worden. Aber ja, ich glaube, viel Luft erkauft ihnen das nicht. Also ich hoffe, dass es trotzdem Erfolg haben wird. Weil ich finde es halt auch cool, dass Dontnod eben nicht den Telltale-Fehler macht und jetzt einfach immer dasselbe Game entwickelt oder dieselbe Art Game, sondern dass sie trotzdem sagen, wir wollen die Ressourcen von Life is Strange nehmen und damit auch andere Spielerfahrungen bieten. Das finde ich an sich ziemlich cool und lobenswert.
Auch wenn ich heute nicht viel schreiben kann, es gefällt mir. Ja. Ja. Lila, hier Hyazinthe und 8 reale Stück. Ja, ich denke, du kannst da einfach auch keine Rücksicht nehmen. Der Markt ist riesig und es muss ja auch weitergehen für den Entwickler. Ja. Ja, ne, und Telltale ist letztendlich untergegangen daran, dass die halt... Die hatten einen Erfolg mit der einen Sache, die sie gemacht haben. Und dann dachten sie, ey, dann machen wir das jetzt einfach im Dutzend. Und haben dann so viele Projekte gleichzeitig gemacht, bei immer schlechter werdender Qualität, dass es ihnen am Ende in den Arsch gebissen hat. Leave me alone. Nehmen wir einen Sicherheitstrank. Ne, da sind noch mehr Wölfe. Ich glaube, wir müssen schnell den Alpha-Wolf töten. Banischen! Ach komm, ey. Ich will wissen, ob die anderen abhauen, wenn ich den Alpha-Wolf töte. Nö, okay. Das war nicht gut. God, what is happening? What? Antea? Ja, also mit dem Kampfsystem tue ich mich im Moment auf jeden Fall noch schwer. Das kann man festhalten. Also ich finde auch, das eine Trefferfeedback ist leider sehr, sehr schlecht. Ich kriege gefühlt teilweise wirklich nicht mal mit, wenn ich getroffen werde. Wenn mich irgendwas von der Seite trifft oder so. Ob sich das jetzt gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. Ja, es ist halt mittlerweile echt schwierig, ne, weil halt so viele Games rauskommen. Und halt viele davon auch mit einer unheimlichen Qualität. Dass es halt schwierig ist, einen Zeitraum für sich zu finden. Und klar, ne, das Studio muss halt auch immer weiter bezahlt werden, die Mitarbeiter und so weiter. Also Game endlos verzögern geht halt auch wiederum nicht. Schwierig. Oh, there! Antea! Oh, God.
This isn't happening. This can't be happening. Okay. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn jetzt die Publisher, die Großen, ihren Plan wirklich durchziehen, Games in Zukunft 100 € teuer zu machen, dass dann wiederum so eine Projekte hier wieder sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil dann Leute sagen, ey, dann kauf lieber für 55 € das Game hier, als 100 € für ein Groß auszugeben. I'm so sorry. Ich glaube wirklich 100 € ist wirklich so diese Grenze, wo der Bogen dann hart überspannt wird. Aber vielleicht irre ich mich auch. Weil es gibt ja auch jetzt wirklich etliche Leute, die einfach dann 100 € bezahlen, um Suicide Squad früher spielen zu können. Das ist so, ja. I'm here. Lead me to you. Warum? Ach nö, ich war noch nicht voll mit dem. Warum visiere ich denn jetzt den an? Back down to hell. Spectres. Here. Antea, are you there? Hier war sie gerade zu sehen. Heißt es, das bedeutet, dass er hier die Hand hebt? Ja, ich habe sie hier gerade gesehen, aber... Ja, wir gehen erstmal weiter. Da ist sie wieder. Antea. Nee, ich muss irgendwas machen. Right here. My love. Right here. It's you. No! I have you. You have me. No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here. Also ich glaube, da kann man was... I'm right here. Where are you? Da kann man was richtig Gutes mit erzählen. Na, also auch wenn sie jetzt vielleicht so anfängt, so eine Doppelmoral, also ich gehe davon aus, wird in so eine Richtung gehen, je nach den eigenen Entscheidungen, dass sie vielleicht auch in so eine Doppelmoral-Richtung geht. Bei allen anderen sagt, nee, banishen, definitiv. Und selber nicht loslassen kann. Und er halt auch nicht. Ich glaube, da kann man sehr viel, sehr Gutes mit erzählen. Und ich finde, dieses Gefühl von Schwere kommt auch jetzt gerade schon rüber. You seem weak.
You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot, Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Ich frag mal, kann ich dich ins Leben zurückbringen? In the schoolhouse, you joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me, and I'd bring you back. Red,
It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve. Witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Okay, also sie will, dass wir sie aufsteigen lassen oder banishen. Okay. Spektralsicht. Antea kann Red ermöglichen, die Welt von der anderen Seite des Schleiers auszusehen, ätherische Elemente wie Spektralspuren oder Spektralnetze aufzudecken. Im Kampf kann Antea besessenen Leichen mehr Schaden zufügen. Okay, das soll jetzt erstmal leveln bestimmt, ne? Ne, haben wir schon, okay. Kräftigen. Wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, verursacht der nächste schwere Angriff 200% mehr Schaden. Jeder Gegner, der mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht den Schaden von leichten Angriffen um 10%. Dieser Effekt ist stapelbar. Okay. Je höher die Lebenspunktanzahl, desto mehr Schaden verursachen wir. Und perfekter Wechsel. Wechsel direkt nach einem Ausweichmanöver nach vorne zu Antea, um einen Nahkampfangriff auszuführen, der Widerstände ignoriert. Kostet 15 Geisterpunkte. Okay. Tag Team. Nach dem vierten leichten Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt, der Widerstände ignoriert. Dann kommt es wieder zu. Die maximale Anzahl der Sudladungen. Okay, wir werden ganz basic erstmal einmal. Ich gucke nur mal ganz kurz, ob es noch andere Skill-Sachen gibt. Nee, scheinbar nicht. Verbessere deine Ausrüstung. Unterschlupf erlaubt es dir, deine Ausrüstung über das Inventarmenü zu verbessern. Okay, erstmal kurz nochmal Entwicklung. Ja, ich glaube, dann nehme ich hier. Okay, man lädt Band schneller auf. Aber es macht weniger Damage. Okay, das ist nicht schlecht. Aufgeladene Angriffe hinterlassen einen Wirkungsbereich, der physischen Schaden verursacht. Aber ich glaube, ich gehe erstmal aufs Tag-Team, weil ich mache meistens leichte Angriffe. Ach so, nee, hä? Ach so, ich muss mich entscheiden, was davon ich will. Ah, okay, verstehe. Gut, dann gehe ich aber hier, würde ich sagen, auf die leichten Angriffe. Verstehe. Ich muss mich immer entscheiden, was davon ich will. Ich kann es aber auch umskillen. Okay, verstehe. Ja, dann würde ich, glaube ich, jetzt erstmal auf Heilung gehen. Wobei das Tag-Team halt eigentlich cooler ist, ne? Ah, komm, wir gehen aufs Tag-Team. So. So. Verbessere deine Ausrüstung. Verbessere deine Ausrüstung, um mehr Boni zu erhalten. Dies kostet jedoch Ressourcen. Du kannst das Herstellungsmenü aufrufen, indem du einen Ausrüstungsplatz anklickst und Viereck drückst. Okay, Seele und Feuerbann, Kleidung. Es wird auch noch andere geben. Rüsten wir erstmal die Waffe auf, würde ich sagen.
Red verursacht mit dem vierten leichten oder schweren Angriff 50% mehr Schaden. So. Von 10 auf 11 Schaden, 5 auf 8 Weisheit, 10 auf 16 Vitalität. Machen wir. So. Was bräuchten wir hierfür jetzt? Geißelanlagerung. Und wir können auch den Sud verbessern. Dann machen wir erstmal das. Ja. Transulente Faser. Okay. Was macht's beim Bannring? Okay, Verbannungsschaden und Bannpunkte gewinnen hoch. Können wir auch upgraden. Machen wir auch erstmal. So. Und wird schon deutlich besser, ne? Ja, komm. Machen wir. Erstmal alles einmal upgraden, würde ich sagen. Und dann gucken wir weiter. Gut, alles auf Level 2. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, coin for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? If you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. 14. September. Notizen des Dämonologen. Bei einer unserer Erkundungsmissionen in diesem neuen Land, in dem wir vor so vielen Jahren ankamen, stießen Angarat und ich auf einen neuen Ort. Einen ganz besonderen Ort. Eine Höhle, versteckt hinter einem Wasserfall, wo sie niemand vermuten würde. Ein befremdliches Gefühl der Leichtigkeit führte uns zu ihr, als wäre der Schleier zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich dort dünn wie erstklassige französische Seide. Aus der Kammer strömte die Macht der Anderswelt. Dieser Ort würde sich sicher gut für experimentelle Rituale eignen, war unser erster Gedanke. Die Höhle war größer, als wir zunächst angenommen hatten, und bestand aus mehreren kleinen Bereichen. Angarat und ich fassten den Entschluss, den jungen Shelley auf unsere nächste Erkundungsmission mitzunehmen. Ein angenehmer Junge, aber völlig talentfrei. Und sein Vater bestand darauf, dass er von erfahrenen Kultisten lernen sollte. Wir waren freudig überrascht, als wir entdeckten, dass die Pilze, die wir für unsere Rituale brauchten, an den Höhlenwänden wuchsen. Wir machten uns sogleich daran, sie zu sammeln, während ich bereits die Symbole zeichnete und die Rituale vorbereitete. Wir fühlten, wie unsere Kräfte um das 10-fache anstiegen. Eine Seite fehlt. 18. September. Die Höhle ist gigantisch und voller Gefahren. Ich vernahm ein Wispern in der Dunkelheit. Etwas beobachtet uns. Weder Belden noch Shelley können das Wispern hören. Behaupten sie zumindest. Doch etwas verbirgt sich hier, ich bin mir sicher. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist das Fieber, an dem ich vor einigen Wochen litt, noch nicht vollständig abgeklungen. Letzte Nacht erwischte ich den jungen Shelley dabei, wie er uns im Schlaf beobachtete und Selbstgespräch führte. Es war ein unheimliches Ereignis. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Oh. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Okay. Are those webs made of spectral stains? Let me. Spektralnetz. Drücke X, um Spektralnetz zu entfernen und verhüllte Objekte oder Orte zu enthüllen. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. Verschütze Ausdruck als vermissten Dämonologen. Okay. This is going to be helpful.
Okay, alles klar. Picking up something spectral nearby. Als Geist kann Antea verborgene Spektralobjekte aufdecken und mit ihnen interagieren. Wenn du dich in der Nähe eines solchen Objekts befindest, leuchten deine Bandringe mit der blauen Aura. Okay. Sehr gut. So, jetzt kommt aber bestimmt gleich noch ein Kampf, den würde ich mir gerne noch angucken, bevor ich heute Schluss mache. Mit beiden im Team. Ah ja, okay, jetzt brauche ich aber so ein Stück die blaue Energie da. Ah! Aber jetzt müssen wir zurückwechseln. Ah, okay. Haben sie mir zwar nicht erklärt, erscheint mir aber recht logisch. Okay. Antea, drücke 1 mit Schlagangriff, der mehr Schaden und besseren Leuchtengriff. Okay. Ja. Okay, aber wir machen einfach nur mehr Schaden. Verstehe. Okay. Au. We did it. Okay. We did. Okay, Thank okay. you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. Und wir haben jetzt mehr Leben, dadurch, dass sie jetzt mit bei uns drin ist. Deutlich mehr Leben. Oh. Runter. Nee, aber es sieht eigentlich aus, als könnte man da hin. Ah, okay, zeigen sie einem nicht richtig an. Verstehe. Okay, cool. Runter. Standing by. Das habe ich nicht so gut. Nun ja. Try this on. Hier. Notiz des Dämonologen 2. Auf meiner Brust liegt eine schwere Last. Die Höhlendecke ist so weit oben, dass man sie kaum erkennen kann. Ein ungewohntes Gefühl. Ich werde die Tiefen erkunden. Angerat ist dagegen. Er fürchtet, in eine Ritze zu fallen oder anderweitig ums Leben zu kommen. Ich habe ihm versichert, dass ich ein erfahrener Höhlenforscher bin, wie mein Vater vor mir. Shelley möchte sich mir anschließen. Ich traue dem Jungen nicht. Mir gefällt nicht, wie er mich ansieht. Er möchte mir in die Tiefe folgen, aber etwas in mir schreit mich förmlich an, ihn nicht mitzunehmen. Eine Seite fehlt. Ich bin krank, meine Organe brennen, mein Blut vertrocknet. Ich werde sterben. Das ist der Preis des Wissens, wie wir Okkultisten zu sagen pflegen. Aber ich bereue es. Ich bereue es. Okay, ich dachte, da fehlt ein Licht. Hätte ich gewusst, welche Qual es erwarten, hätte ich sie alle schnellstens hinausgeführt, sie unter den eiskalten Wasserfall gestellt und dann die Beine in die Hand genommen und versucht, nie wieder an diese Höhle zu denken. Mögen die dämonischen Ausströmungen unsere Rituale sie alle mit in die Hölle reißen. They always end up mucking around with black magic. Always.
Schlüssel eingesetzt. Eine Halskette. Geistpunkt gewinnen 10. Achso, wir können es jetzt nicht ausrüsten, ne, weil... Ach, wir haben es ausgerüstet automatisch, okay. Alles klar. Ja, können wir jetzt auch aufleveln, aber erst am Lager. Okay. So, aber dann würde ich sagen, ist hier ein ganz guter Punkt, um Schluss zu machen für heute. Ja, genau. Denn dann haben wir beim nächsten Mal das Ziel klar vor Augen. Wir haben jetzt die Kampfmechaniken gelernt mit unseren neuen Charakteren. Oder mit unserer neuen Charakterverbindung. So. Ja, wie gesagt, Kampfsystem ist ein bisschen wonky, aber kann auch noch werden mit jetzt den neuen Mechaniken drin und so weiter. Aber so davon abgesehen gefällt es mir sehr, 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 sehr gut. Freue mich schon sehr darauf weiterzumachen, das Ganze. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich habe jetzt niemanden, wo wir hinraiden könnten. Sind alle offline tatsächlich. Und ja, damit bedanke ich mich einfach nur für einen schönen Stream. Wir sehen uns demnächst wieder mit Banishers und habt einen schönen Abend, eine gute Nacht und einen guten Start in den Mittwoch. Halbe Woche ist dann fast schwer geschafft. Bis dahin. Tschüss.